Lieber Widder, herzlich willkommen zu deinem Februar 2024 Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein Februar gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was ist wichtig? Was kommt auf dich zu? Was steht bereit? Aber auch allerdings, was wäre am besten ganz außer Acht zu lassen? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf. Du wirst automatisch weitergeleitet. Der Widder im Februar. Halligalli. Es gibt viel zu tun. Stay focused. Sehr vieles verlangt deine Aufmerksamkeit. Achte auf die Details. Keine Verträge unterschreiben. Es kommt der Film mit James Dean, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich weiß nicht, welchen Bezug du dazu hast, oder vielleicht solltest du ihn dir anschauen, damit du eventuell Antworten bekommst. Der Widder ist im Februar unausgeglichen, schafft es aber immer wieder in den Zen-Modus zu kommen. Es ist wichtig, dass du dir im Februar Ruheoasen schaffst, lieber Widder. Es ist wichtig, dass du dir Ruhe gönnst, auch wenn das Außen zieht und zerrt. Es gibt viel zu tun im Februar für dich. Sie sagen, für dich gilt nicht der Mai macht alles neu, sondern der Februar. Es gibt einiges, sie nennen es aufzuräumen, auf den Punkt zu bringen. Es ist wichtig für dich zu wissen, was du willst, zu wissen, wo du hin willst. Zu viele, sind mindestens 10, aber sie repräsentieren den Februar, wo es wirklich Halligalli-mäßig auf und ab zugeht bei dir, wie im Taubenschlag. Wow. Ja, es geht erst einmal darum, dass du dich abgrenzt. Es geht darum, dass du erkennst, was dir ausgedient hat, und es geht darum, dass du Nein sagen lernst. Es geht so rund bei dir. So viele möchten etwas von dir, beziehungsweise so viele To-Dos auf deiner Liste, dass es ganz wichtig ist, dass du dich abgrenzt, dass du dir Ruheoasen schaffst. Denn ansonsten verdurstest du. Bleibe bitte immer im Licht, ernähre dich durch das Licht. Da habe ich auch einmal etwas dazu gesagt, nämlich Lichtnahrung ist nicht, ich stelle mich in den Sonnenschein und esse nichts mehr, sondern Lichtnahrung ist der Glaube an das Licht. Nähre dich durch die Liebe des Lichts. Das heißt, Verbindung stets aufrechterhalten, und sie werden dich stützen und unterstützen, mehr denn je. So, es zieht dich in eine Stadt, beziehungsweise du wirst abgerufen in eine Stadt ganz plötzlich. Es geht um einen Aufbau. Du wirst im Februar tätig sein, mithelfen, mitorganisieren, mitdenken beim Aufbau von etwas. Durch dein großes Engagement und dein, eigentlich niemals müde werden, weil du so viel Power von Natur aus mitbekommen hast, kommt dann, die Anfrage. So, was ist die Anfrage? Du bekommst etwas, es kann ein Geschenk sein, doch ich glaube nicht mal. Es ist ein Projekt, es ist jemand, der deinen Wert erkannt hat und sagt, steig mit ein ins Boot. Das auch noch.
Warum das auch noch? So gesagt, weil du im Stress bist im Februar. Du hast so viel zu tun, dass du, ja, wie kann ich dir sagen, die da oben um Unterstützung bitten wirst, dass alles ein bisschen mehr Piano abläuft, dass du kraftvoll genug bist. Vorsicht vor Erschöpfungszuständen, Vorsicht vor Ermüdungszuständen. Rasant. So, ich habe einmal gemischt und schon kam die Karte raus. Ich tue sie aber wieder rein. Wir wollen die Hauptenergie wissen, die dich begleitet, die dir zur Verfügung steht. Unter welchem Thema steht der Februar bei dir? Womit füllst du deinen Kelch? Etwas kommt ins Lot, etwas prasselt hernieder und es ist genau das, was du dir gewünscht hast. Genau das, woran du gedacht hast, genau das, worauf du gehofft hast. Alles fügt sich. 14. Februar, nicht wegen Valentinstag, sondern 14. Februar Stichtag. Achte auf die Tage also vor und nach dem 14. Februar und direkt am 14. Februar. Halte die Augen offen, sei wachsam. Gerade auch vielleicht vermehrt an diesen Tagen, an diesen 5 Tagen, also vom 12. bis zum 13., 14., 15., 16. herum, fällt es dir besonders schwer, im Ausgleich mit deinen Kräften zu sein. Also, schaffe dir Ruheoasen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wisse immer, du bist nur für dich selbst verantwortlich. Du bist nicht für die ganze Welt verantwortlich. Und dadurch, dass du ordentlich zu dir schaust, schaust du auch ordentlich zur Welt. Lieber Widder. Ein Schütze für dich ausschlaggebend. Schauen wir das Tarot an. Sie sagen, das Weltliche ist irrelevant, wenn das Geistige nicht stimmt. Oh, strenge Worte. Denk drüber nach. Du bist am Ende eines Transformationsprozesses angekommen. Es geht um Materielles, es geht um Standhaftigkeit im Materiellen. Doch ich glaube, umso mehr du auf dich achtest, umso mehr kommt die Standhaftigkeit, Standfestigkeit. Du wirst eine wichtige Entscheidung treffen, Mitte Februar, doch bitte unterschreibe keine Verträge. Die Entscheidung allein, diese zu treffen, ist schon der Sechser im Lotto. Es ist etwas, worüber du vermehrt nachgedacht hast, eventuell sogar deswegen im inneren Konflikt warst. Wisse, du wirst dich richtig entscheiden. Wisse, dass es 9 Wochen, 9 Monate bis zu 9 Jahren dauern wird, bis du die Auswirkungen dieser Entscheidung sehen wirst. Es ist jetzt, es ist jetzt selbstverständlich so, dass die meisten von euch sagen, boah, 9 Jahre, krass. Nein, nein, in der Zwischenzeit hast du schon deine Zuckerl. Gar kein Thema. Doch die vollkommene Ankunft dessen dauert, die 9. Umso mehr du auf dich achtest, wie gesagt, umso mehr bist du im Balance und umso leichter fällt dir alles. Der Schütze gut möglich macht Avancen, der Schütze gut möglich gibt Versprechen. Der Steinbock hingegen, versucht dich immer wieder abzulenken.
Immer wieder kreuzt er dazwischen. Das ist wie die Grätsche beim Fußball, wenn ein Foul passiert. Doch ich denke, dadurch, dass du so viel zu tun hast und sehr, wie sagt man auf Deutsch, ein sehr großes Pflichtbewusstsein hast, achtest du da gar nicht mal so sehr drauf. Es ist aber wichtig, dass du nicht workaholic-mäßig nur 3 Stunden schläfst. Es ist wichtig, dass du dich gesund ernährst. Es ist wichtig, dass du auf deinen Schlafrhythmus, deinen Biorhythmus achtest. Und es ist auch wichtig, wenn du untertags einen Erschöpfungszustand merkst, nicht zur Kaffeetasse greifst oder gar zum Weinglas, was auch immer, oder zu noch gar viel Schlimmerem, sondern kurz rausgehst, dich in der Natur auftankst, dich auf die Couch legst oder am Schreibtisch mal die Füße auf den Tisch legst und dich zurücklehnst und ein Powernap hältst. Das ist ganz, ganz wichtig, denn du brauchst deine Kräfte. In der Liebe generell, lieber Widder, ist alles easy. Doch dein Partner, falls du momentan einen Partner hast, wünscht sich mehr Aufmerksamkeit. Ja, natürlich. Du hast so viel zu tun, dass du wahrscheinlich nicht mal mehr Zeit hast, SMS zu schicken. Wisse, die Entscheidung, die du treffen wirst, die für dich wichtige Entscheidung, die du treffen wirst, ist, denke ich, mitunter zum ersten Mal eine, die du aus dem Herzen treffen wirst, aus deiner vollen Intuition, unabhängig, was in der Vergangenheit geschehen ist, was in der Vergangenheit für Erfahrungen gesammelt wurden. Du möchtest ein neues Kapitel beginnen, du beginnst ein neues Kapitel, du weißt, dass du ein neues Kapitel beginnen wirst. Und daraufhin, auf dieser Grundlage, triffst du die Entscheidung. 2 Menschen aus deiner Vergangenheit beobachten dich, aus deiner jüngsten Vergangenheit sogar. Sie beobachten dich, sie überlegen, wie sie dich, ich höre, wieder rankriegen. Also im Sinne, es hört sich jetzt schlimm an, aber ich schmunzle. Wieder rankriegen bedeutet, sei es wieder Kontakt aufnehmen, wie sie wieder mit dir zusammen sein können, denn sie haben erkannt, lieber Widder, dass du the perfect match bist. Dann haben wir einen Stier. Dieser Stier, lässt dich grüßen. Ist so arrogant, dass dieser Stier nicht einmal, wie kann ich dir sagen, den Hörer selbst in die Hand nimmt, um zu fragen, lieber Widder, wie geht es dir? Nein, lässt dich grüßen. Doch das bitte, lieber Widder. Emotionelle Unreife, vergiss es, da würde ich gar nicht hineintunen. Information da rein und da wieder raus. That's it. Wir machen weiter im Extended, schauen uns noch ein bisschen mehr von diesem Tarot an, gehen wir ins Detail und schauen, was sonst noch für Botschaften für dich herauskommen. Lieber Widder, wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.